Die Invasion der 10 Milliarden. Du schluckst diese eine winzige Kapsel. Ein sanfter Schluck Wasser. Sie gleitet deine Speiseröhre hinab. In diesem Moment ahnst du noch nicht, dass du gerade den Startschuss für eine unaufhaltsame Kettenreaktion gegeben hast. Es ist nicht mehr aufzuhalten. In dieser unscheinbaren Hülle wartet eine gigantische Armee. 10 Milliarden Mikrobensporen. Nicht eine Handvoll, nicht ein paar Millionen, nein, 10 Milliarden. Eine unvorstellbare Übermacht, die nur auf ihren Einsatz wartet. Würdest du nur ein paar vereinzelte Sporen auf diese Reise schicken, würden sie in der unvorstellbaren Vielfalt des Darmmikrobioms kaum auffallen. Doch hier betritt keine kleine Gruppe die Bühne. Hier marschiert eine Armee. 10 Milliarden widerstandsfähige Sporen, bereit für ihre Expedition durch eine Welt, die komplexer ist als jeder Regenwald unserer Erde. Zunächst stürzt die Kapsel in den Magen. Ein loderndes Säurebad, das für viele Mikroorganismen das Ende bedeuten würde. Doch Sporen von Bacillus subtilis gehören zu den widerstandsfähigsten Überlebensformen der Natur. Sie überstehen diese Passage nahezu unbeeindruckt und erreichen schließlich das Tor zu einer völlig neuen Welt, dem Dünndarm. Hier verändert sich die Geschichte. Stell dir den Dünndarm wie eine einstmals ruhige, weitläufige Stadt vor. Eigentlich herrscht hier Bewegung, Ordnung, Raum. Doch manchmal gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen. Die Stadt wirkt überfüllt, die Straßen sind blockiert. An manchen Stellen scheint das Leben ins Stocken geraten zu sein. Und genau in diesem Moment öffnet sich die Kapsel. 10 Milliarden Sporen erwachen schlagartig aus ihrem Ruhezustand. Sie sprengen ihre schützenden Hüllen. Sie nehmen ihre Arbeit auf. Nicht chaotisch, nicht planlos, sondern mit einer Präzision, die sich über unvorstellbar lange Zeiträume der Evolution entwickelt hat. Sie beginnen Enzyme zu produzieren. Sie bilden bioaktive Stoffwechselprodukte. Sie verändern ihr unmittelbares Umfeld. Und genau dort beginnt die Geschichte, die Wissenschaftler seit Jahrzehnten fasziniert. Zuerst schicken sie ihre biologischen Werkzeuge los. Subtilisin, Proteasen, Amylasen, Lipasen. Diese Enzyme zerlegen komplexe Strukturen und tragen dazu bei, festgefahrene Prozesse wieder in Bewegung zu bringen. Wie ein eingespielter Reinigungstrupp arbeiten sie sich Schritt für Schritt durch die überfüllte Stadt. Straßen werden frei, Wege öffnen sich, Bewegung kehrt zurück. Gleichzeitig beginnt eine zweite Strategie. Die Sporen produzieren eine Vielzahl faszinierender Stoffwechselprodukte. Dazu gehören unter anderem Surfaktin, Subtilin, Iturin und Phengycin. Substanzen, die seit vielen Jahren Gegenstand intensiver Forschung sind. Sie gehören zu jenem biologischen Arsenal, mit dem sich Bacillus subtilis in der Natur behauptet und seinen Lebensraum schützt. Doch Bacillus subtilis arbeitet nicht nur für sich selbst. Über chemische Signale stimmen sich die Milliarden Sporen untereinander ab. Forscher nennen dieses Phänomen Quorum Sensing. Wie ein perfekt organisiertes Team koordinieren sie ihre Aktivitäten und treten mit ihrer mikrobiellen Umgebung in Wechselwirkung. Es ist nicht der einsame Kampf einer einzelnen Mikrobe. Es ist der Einzug einer gewaltigen Ordnungskraft. Nicht laut, nicht spektakulär, sondern präzise, unaufhaltsam. Und genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Geschichte. Denn wenn wir Bacillus subtilis genauer betrachten, entdecken wir weit mehr als ein Bakterium. Wir begegnen einem Charakter mit vielen Gesichtern. Dem Reisenden, dem Veteranen, dem Entrümpler, der Enzymwerkstatt, der Stoffwechselfabrik, dem Bodyguard, dem Gärtner, dem Rückkehrer. Der Reisende.
Es beginnt mit dem Reisenden. Seine Expedition beginnt in dem Augenblick, in dem du die Kapsel schluckst. Ein Schluck Wasser. Der Schluckreflex setzt ein und plötzlich ist es nicht mehr aufzuhalten. Als widerstandsfähige Spore tritt er seine Reise an. Er durchquert den Magen. Er erreicht den Dünndarm. Er wandert weiter durch den Dickdarm. Doch seine Reise folgt einem besonderen Gesetz. Er reist, um wieder zu gehen. Er ist kein Besatzer. Er bleibt nicht. Er siedelt sich nicht dauerhaft an. Er kommt, er arbeitet, er ordnet, er schafft Platz. Und dann zieht er weiter. Was er jedoch hinterlässt, ist weit mehr als eine Erinnerung. Er hinterlässt Enzyme. Er hinterlässt Stoffwechselprodukte. Er hinterlässt Schutzstoffe. Er hinterlässt Spuren seiner Arbeit. Subtilin, Surfaktin, Iturin, Phengycin und zahlreiche weitere faszinierende Substanzen, mit denen sich Bacillus subtilis in der Natur behauptet und die seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Forschung sind. Das Faszinierende daran: sie entstehen nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis einer Millionen Jahre langen Evolution. Werkzeuge, mit denen Bacillus subtilis seinen Lebensraum gestaltet, sich behauptet und mit anderen Mikroorganismen interagiert. Und genau deshalb beschäftigt diese unscheinbare Mikrobe Wissenschaftler bis heute. Der Veteran. Er reist so gelassen durch deine innere Welt, weil er gleichzeitig der Veteran ist. Hinter ihm liegen keine Jahre, keine Jahrhunderte, nicht einmal Jahrtausende. Hinter ihm liegen Milliarden Jahre Evolution. Er hat Eiszeiten überlebt, Dürren überstanden, Katastrophen überdauert. Konkurrenten kommen und verschwinden sehen. Während unzählige Arten ausgestorben sind, blieb er. Seine Widerstandskraft grenzt an das Unglaubliche. In Experimenten der Weltraumforschung wurden seine Sporen sogar dem Vakuum des Alls ausgesetzt. Kosmische Strahlung, extreme Temperaturen, absolute Trostlosigkeit. Und dennoch überlebten sie. Wenn ein Lebewesen selbst unter solchen Bedingungen bestehen kann, dann überrascht es kaum, dass es auch den Weg durch den menschlichen Verdauungstrakt meistert. Und trotzdem bleibt er für die meisten Menschen der Unsichtbare. Kein Rampenlicht, keine Schlagzeilen, keine Aufmerksamkeit. Er arbeitet dort, wo kaum jemand hinschaut. Im Verborgenen, präzise, lautlos. Seit Millionen von Jahren. Der Entrümpler. Wo er ankommt, blickt er auf das Chaos des Darms wie auf eine Stadt nach einem verheerenden Sturm. Die Straßen sind verstopft, die Wege blockiert, überall liegt biologischer Müll. Unerwünschte Bewohner haben sich breit gemacht. Was einst ein lebendiges, geordnetes Ökosystem war, gleicht nun einer überfüllten, heruntergekommenen Megastadt. Und genau hier beginnt seine eigentliche Arbeit. Seine erste Amtshandlung in den Trümmern ist die Verwandlung in den Entrümpler. Was entrümpelt er? Den schweren Ballast festsitzender Mietnomaden. Jene unerwünschten Bewohner, die sich über lange Zeit immer weiter ausgebreitet haben. Sie besetzen die Straßen, blockieren die Wege, verschlingen Ressourcen und bringen das biologische Gleichgewicht aus der Balance. Für diese Besetzer beginnt nun eine unbequeme Zeit. Denn Bacillus subtilis kommt nicht mit Besen und Schaufel. Er kommt mit Milliarden Jahren Erfahrung, mit Enzymen, mit biologischen Werkzeugen, mit hochentwickelten Strategien, die sich in der wilden Natur über unvorstellbare Zeiträume bewährt haben. Stück für Stück beginnt er, festgefahrene Strukturen aufzubrechen. Verstopfte Wege werden frei. Alte Ablagerungen lösen sich. Das Chaos verliert seinen Halt. Wo vorher Enge herrschte, entsteht Raum. Wo vorher Stillstand herrschte, kommt wieder Bewegung. Wo vorher Unordnung regierte, beginnt langsam neue Struktur zu entstehen. Der Entrümpler zerstört nicht blind. Er schafft Platz. Platz für Neues.
Platz für Leben, Platz für Ordnung. Denn niemand baut ein neues Haus auf einem Trümmerfeld. Bevor ein Garten wachsen kann, bevor die guten Bewohner zurückkehren, bevor neues Leben entsteht, muss zuerst aufgeräumt werden. Und genau damit beginnt seine Arbeit. Die Enzymwerkstatt. Kaum hat der Entrümpler begonnen, die Straßen freizuräumen, erwacht tief in seinem Inneren die Enzymwerkstatt. Und plötzlich wird klar, warum Bacillus subtilis Wissenschaftler seit Jahrzehnten fasziniert. Enzyme sind keine gewöhnlichen Stoffe. Sie sind die Werkzeuge des Lebens, die unsichtbaren Arbeiter biologischer Prozesse. Ohne Enzyme gäbe es keine Verdauung, keinen Stoffwechsel, keine Umbauprozesse, kein Leben, wie wir es kennen. Und genau deshalb öffnet Bacillus subtilis nun seine Werkzeugkiste. Nicht mit Hammer und Schaufel, sondern mit einer ganzen Armee biologischer Spezialisten. Proteasen, Amylasen, Lipasen, Subtilisin und zahlreiche weitere Enzyme, die Bacillus subtilis nach seiner Aktivierung bilden kann und die seit Jahrzehnten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind. Wie ein Heer hochqualifizierter Handwerker zerlegen sie komplexe Strukturen. Sie schaffen Ordnung. Sie bereiten den Boden. Sie öffnen Wege. Sie schaffen Möglichkeiten. Der Entrümpler räumt auf. Die Enzymwerkstatt liefert ihm die Werkzeuge. Gemeinsam beginnen sie den Wiederaufbau einer Stadt, die viel zu lange im Chaos versunken war. Die Stoffwechselfabrik. Kaum laufen die Maschinen der Enzymwerkstatt auf Hochtouren, erwacht direkt daneben die nächste gewaltige Kraft, die Stoffwechselfabrik. Wie ein perfekt abgestimmtes Chemiewerk der Natur produziert Bacillus subtilis eine beeindruckende Vielfalt biologischer Substanzen. Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin K2, Surfactin, Subtilin, Iturin, Phengycin, Enzyme, Signalstoffe und zahlreiche weitere Stoffwechselprodukte, deren Geheimnisse die Wissenschaft bis heute zu entschlüsseln versucht. Tag und Nacht läuft diese Fabrik, ohne Pause, ohne Schichtwechsel, ohne Urlaub. Während viele Mikroorganismen vor allem ums Überleben kämpfen, nutzt Bacillus subtilis seine Stoffwechselaktivität, um seinen Lebensraum aktiv mitzugestalten. Es ist eine unaufhörliche Welle biologischer Aktivität, eine faszinierende Vielfalt an Signalen, Enzymen und Stoffwechselprodukten. Eine der außergewöhnlichsten Produktionsstätten der mikrobiellen Welt. Das größte Geschenk. Doch mitten in dieser gewaltigen Produktionswelle offenbart die Stoffwechselfabrik vielleicht ihr größtes Geheimnis. Sie produziert nicht nur, sie vernetzt. Denn Bacillus subtilis arbeitet niemals allein, er arbeitet mit Verbündeten, mit Helfern, mit Nachbarn, mit einem ganzen Netzwerk anderer Mikroorganismen. Und genau dort beginnt eine der faszinierendsten Geschichten der modernen Mikrobiomforschung. Im Mittelpunkt steht ein Stoff, der in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Butyrat, der König der kurzkettigen Fettsäuren, der wichtigste Energielieferant vieler Zellen der Darmschleimhaut, einer der am intensivsten erforschten Stoffe des menschlichen Mikrobioms, der Meister des Netzwerkens. Bacillus subtilis produziert Butyrat nicht einfach selbst in großen Mengen. Er macht etwas viel Spannenderes. Er schafft die Voraussetzungen dafür. Mit seiner Enzymarmee zerlegt er Ballaststoffe und pflanzliche Fasern in kleinere Bausteine. Er bereitet Nahrung vor. Er verändert sein Umfeld. Er schafft Lebensraum. Er eröffnet Möglichkeiten. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von Cross-Feeding, ein biologisches Netzwerk, in dem Mikroorganismen voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen.
Auch die Fähigkeit von Bacillus subtilis, Sauerstoff zu verbrauchen und dadurch sein unmittelbares Umfeld zu verändern, wird seit Jahren wissenschaftlich untersucht. So können Bedingungen entstehen, unter denen sich andere Mikroorganismen besonders wohlfühlen, darunter auch bekannte Butyratproduzenten. Das flüssige Gold des Darms. Butyrat gehört heute zu den faszinierendsten Stoffwechselprodukten des Darmmikrobioms. Für viele Zellen der Darmschleimhaut stellt es eine wichtige Energiequelle dar. Deshalb steht es seit Jahren im Mittelpunkt intensiver Forschung. Wissenschaftler untersuchen unter anderem, welche Rolle Butyrat für die Darmbarriere, die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn sowie für zahlreiche weitere biologische Prozesse spielen könnte. Noch längst sind nicht alle Zusammenhänge verstanden. Doch eines zeigt sich bereits heute. Ein gesundes Mikrobiom besteht nicht aus einzelnen Helden. Es lebt von Zusammenarbeit, von Kommunikation, von gegenseitiger Unterstützung. Und genau darin liegt vielleicht die größte Stärke von Bacillus subtilis. Er arbeitet nicht gegen die Natur, er arbeitet mit ihr. Der Bodyguard. Während die Stoffwechselfabrik auf Hochtouren arbeitet und die Stadt langsam wieder zu neuem Leben erwacht, übernimmt Bacillus subtilis eine weitere entscheidende Rolle. Er wird zum Bodyguard, denn jede Stadt im Wiederaufbau braucht Schutz. Ordnung allein genügt nicht, sie muss bewahrt werden. Genau dafür ist der Bodyguard da. Er sichert die Flanken, er bewacht die Grenzen, er schützt seinen Lebensraum. Und dafür nutzt er ein Arsenal biologischer Werkzeuge, das ihn seit Millionen von Jahren zu einem der erfolgreichsten Mikroorganismen der Natur gemacht hat. Surfactin, Subtilin, Iturin, Fenglycin und zahlreiche weitere Antibiotika-ähnliche Stoffwechselprodukte, die Bacillus subtilis während seines Wachstums bildet und die seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung sind. Mit diesen Substanzen behauptet er sich in der Natur gegen konkurrierende Mikroorganismen und schützt den Lebensraum, den er besiedelt. Genau deshalb findet man Bacillus subtilis seit Jahrmillionen in Böden, auf Pflanzen und in fermentierten Lebensmitteln auf der ganzen Welt. Er ist kein aggressiver Eroberer, er ist ein Beschützer seines Territoriums. Und genau deshalb nennen wir ihn den Bodyguard. Während er seinen Lebensraum sichert, verändert sich das Milieu Schritt für Schritt. Die Stadt kommt zur Ruhe. Die Straßen werden wieder frei. Neue Möglichkeiten entstehen. Und plötzlich geschieht etwas Erstaunliches. Die friedlichen Bewohner treten wieder aus dem Schatten. Lactobacillen, Bifidobakterien und viele weitere Mikroorganismen, die zu einem vielfältigen Mikrobiom gehören. Sie finden wieder Raum. Raum zum Leben. Raum zur Zusammenarbeit. Raum, ihre eigenen Aufgaben zu übernehmen. Denn ein stabiles Ökosystem entsteht niemals durch einen einzelnen Helden. Es entsteht durch Vielfalt, durch Zusammenarbeit, durch Gleichgewicht. Der Bodyguard kämpft deshalb nicht für sich selbst. Er schützt die Ordnung, die zuvor entstanden ist. Und genau das ist seine wahre Stärke. Nicht Zerstörung, nicht Krieg, sondern Schutz. Denn nur dort, wo Sicherheit herrscht, kann neues Leben wachsen. Der Gärtner. Mit jedem Handgriff verwandelt er sich schließlich in das, was er vielleicht schon immer war: den Gärtner. Er blickt auf das biologische Milieu wie auf einen Garten, der viele Jahre lang sich selbst überlassen wurde. Die Wege sind überwuchert, das Unkraut hat sich ausgebreitet, die Struktur ist verloren gegangen. Manches wächst am falschen Ort, manches wächst gar nicht mehr. Und genau hier beginnt seine eigentliche Meisterleistung. Ein guter Gärtner führt keinen Krieg, er schafft Bedingungen. Er pflegt den Boden, er lockert die Erde, er legt neue Wege an, er entfernt das Unkraut, er schafft Licht, er schafft Raum. Er schafft die Voraussetzungen dafür, dass Leben wieder wachsen kann. Und genau das tut auch Bacillus subtilis,
Schritt für Schritt verändert sich das Milieu. Neue Möglichkeiten entstehen. Aus Chaos wird Struktur. Aus Enge wird Freiraum. Aus Unruhe wird Gleichgewicht. Wie in jedem gesunden Garten profitiert kein Einzelner. Das gesamte Ökosystem beginnt wieder zusammenzuarbeiten. Jeder Bewohner findet langsam seinen Platz. Jeder übernimmt wieder seine Aufgabe. Der Gärtner weiß, ein Garten lässt sich nicht erzwingen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Kontrolle, nicht mit Hektik, sondern mit Geduld, mit Pflege, mit Aufmerksamkeit und mit Zeit. Denn wahres Wachstum geschieht niemals über Nacht. Es entsteht leise, fast unbemerkt, Tag für Tag. Und genau das hinterlässt der Gärtner. Nicht Herrschaft, nicht Abhängigkeit, sondern die Voraussetzungen dafür, dass Leben wieder gedeihen kann. Denn am Ende seiner Reise ist sein größtes Werk nicht die Vertreibung der schlechten Bewohner. Sein größtes Werk ist, dass der Garten wieder beginnt, sich selbst zu tragen. Der Rückkehrer. Er tut all das, weil er der Rückkehrer ist. Früher war Bacillus subtilis ein selbstverständlicher Begleiter des Menschen. Unsere Vorfahren begegneten ihm täglich, auf Pflanzen, im Boden, in frischem Quellwasser, in traditionell fermentierten Lebensmitteln. Über Jahrtausende gehörte er ganz selbstverständlich zu unserer natürlichen Umwelt, vielleicht sogar zu unserem täglichen Leben. Doch dann veränderte sich unsere Welt. Gemüse wurde gewaschen, Lebensmittel konserviert, Böden versiegelt, Ställe verschwanden. Die Natur rückte immer weiter von unserem Alltag ab. Alles wurde sauberer, steriler, kontrollierter. Und mit vielem Unerwünschten verschwand auch manches Wertvolle. Heute begegnen die meisten Menschen Bacillus subtilis kaum noch. Nicht, weil er verschwunden wäre, sondern weil wir aufgehört haben, ihm zu begegnen. Und genau deshalb kehrt er zurück. Nicht als Fremder, nicht als Eroberer, nicht als neue Entdeckung, sondern als alter Bekannter. Als ein stiller Begleiter aus einer Zeit, in der Mensch und Natur noch selbstverständlich zusammengehörten. Vielleicht ist Bacillus subtilis deshalb gar keine neue Entdeckung. Vielleicht erinnert er uns nur an etwas, das wir auf unserem Weg in die moderne Welt ein wenig aus den Augen verloren haben. Zitat: Manchmal ist Fortschritt nicht nur das, was wir gewinnen, sondern auch das, woran wir uns wieder erinnern. Der letzte Augenblick. Und irgendwann endet jede Reise. Der Reisende zieht weiter. Der Entrümpler legt seine Werkzeuge nieder. Die Enzymwerkstatt verstummt. Die Stoffwechselfabrik fährt ihre Maschinen langsam herunter. Der Bodyguard verlässt seinen Posten. Der Gärtner betrachtet ein letztes Mal sein Werk. Der Rückkehrer verschwindet wieder so leise, wie er gekommen ist. Denn er war niemals gekommen, um zu bleiben. Er war gekommen, um etwas zurückzulassen. Ordnung, Struktur, Raum, ein neues Gleichgewicht und vielleicht auch einen Gedanken, der weit über Bacillus subtilis hinausgeht. Denn die Geschichte dieses kleinen Bodenbakteriums begann nicht in einem Labor. Sie begann lange, bevor es überhaupt Labore gab. Vor vielen Jahrzehnten begannen Wissenschaftler, sich für diesen unscheinbaren Bewohner unserer Natur zu interessieren. Sie fanden ihn in Böden, auf Pflanzen, in traditionell fermentierten Lebensmitteln und immer wieder in Reisstroh. Sein Name Bacillus subtilis. Es folgten Jahrzehnte intensiver Forschung. Man wollte verstehen, warum diese außergewöhnliche Mikrobe nahezu überall überleben konnte, warum sie Enzyme produziert, warum sie eine beeindruckende Vielfalt an Stoffwechselprodukten bildet, warum sie sich gegenüber anderen Mikroorganismen behaupten kann und warum sie den Menschen vermutlich schon seit Jahrtausenden begleitet. Heute begegnen wir ihr auf eine andere Weise,
Nicht mehr über ungewaschenes Gemüse, nicht mehr über Reisstroh, nicht mehr zufällig, sondern ganz bewusst, in Form von Milliarden widerstandsfähiger Sporen, unsichtbar, still, wartend. Vielleicht hältst du genau jetzt eine dieser Kapseln in deiner Hand. Vielleicht liegt sie auf deinem Frühstückstisch. Vielleicht wartet sie bereits auf morgen früh. Oder vielleicht hast du sie gerade eben geschluckt. Und genau darin liegt die eigentliche Magie dieser Geschichte. Die meisten Menschen sehen nur eine Kapsel, ein wenig Pulver, eine Zahl auf einem Etikett, 10 Milliarden, mehr nicht. Doch du siehst jetzt etwas anderes. Du siehst den Reisenden, den Veteranen, den Entrümpler, die Enzymwerkstatt, die Stoffwechselfabrik, den Bodyguard, den Gärtner, den Rückkehrer. Du kennst ihre Geschichte, und deshalb wird diese Kapsel für dich nie wieder einfach nur eine Kapsel sein. Denn jedes Mal, wenn du sie in den Mund legst, jedes Mal, wenn der Schluckreflex einsetzt, jedes Mal, wenn sie lautlos ihren Weg durch deinen Körper beginnt, läuft dieser Film wieder an. Der Reisende macht sich auf den Weg. Der Veteran betritt die Bühne. Der Entrümpler beginnt aufzuräumen. Die Enzymwerkstatt öffnet ihre Tore. Die Stoffwechselfabrik nimmt ihre Arbeit auf. Der Bodyguard übernimmt seinen Posten. Der Gärtner beginnt zu pflanzen. Der Rückkehrer kehrt dorthin zurück, wo er vielleicht schon immer hingehört hat. Tief unten. Dort, wo niemand hinsieht. Dort, wo keine Kamera hinkommt. Dort, wo seit Millionen von Jahren dieselben Gesetze gelten. Und genau in diesem Moment ist es nicht mehr aufzuhalten.